denn hier so zwischen Stadt und Meer? Besonders schön und spannend ist Rijeka vom Boot aus. Da sieht man Industrie und Hafen. Und an jeder Wand gibt es was Neues zu entdecken. Auf den ersten Blick ist Rijeka nicht nur schick, aber wie wir gerade gesehen haben, der Schein trügt. Deswegen herzlich willkommen in der drittgrößten Stadt Kroatiens. Sie kennen wahrscheinlich Rijeka eher von der Durchreise hier auf die Inseln in der Kvarner Bucht. Früher war es aber eine wichtige Industrie- und Hafenstadt. 2020 wurde Rijeka europäische Kulturhauptstadt. Viel gefeiert werden konnte nicht wegen der Pandemie, aber es wurde alles hergerichtet. Und deswegen wollen wir jetzt mal sehen, was ist übrig geblieben vom Kulturhauptstadtjahr, wie hat sich die Stadt verändert und vor allem lohnt sich auch ein längerer Stopp auf der Durchreise. Also, los geht's! Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Bei deinen Sünden kannst du lange beten. Was? Frech. Oh, wie schön. Ich muss sagen, das ist eine sehr harte Umarmung. Wir können uns ja umarmen. Ja, sehr gerne. Quietsch, quietsch. Hi. Hi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Das ist Nancy Kaiser. Sie kommt aus Berlin und ist hierhin ausgewandert. Wann denn eigentlich noch mal genau? Oh, schon 15 Jahre. Ja, wow. wohne ich hier. Warum? Die Liebe. Zur Stadt? Zum Mann. Und auch zur Stadt. Was liebst du so an Rijeka? Rijeka ist bunt, modern, Kultur, Industrie. Also hat sehr, sehr viele Facetten und das liebe ich halt so. Ja. Und hier sieht man ja auch schon, das steht ja hier dran, das gehört zum Kulturhauptstadtjahr ja, genau, 2020. Genau, 2020 sollte viel passieren, aber leider kam da Corona dazwischen. Ja. Aber es ist ein bisschen was passiert So und das ist kann es. man noch sehen. So ist es. Einiges kannst du noch sehen hier, so wie diese Installation und ganz große Graffitis und Skulpturen, die aufgestellt worden sind. Da ist es ja perfekt, dass du Reiseleiterin So ist bist. es. Magst du mir ein bisschen was zeigen? Sehr gerne. Kommst du mit? Gern. Der Ort heißt ja hier Mololongo, das weiß ich schon, Ja. ne, zwischen Meer und Stadt. Aber was genau ist das hier eigentlich? Mololongo ist unser Hafendamm hier in Rijeka, wo die Passagierschiffe oder Fähren ablegen. Circa 1,7 Kilometer kannst du spazieren gehen, Ja. was auch die Einheimischen hier sehr, sehr gerne machen. Ja. Gerade am Wochenende. Vor allem geht hier so ein laues Lüftchen, wenn es so heiß ist wie es. heute, ist das perfekt. Weißt du, wie wir unsere Kräne hier in Rijeka nennen? Nein. Giraffen. Giraffen? Ja. Weil die ein bisschen aussehen wie eine Giraffe? So ist es. Das ist ja süß. Die haben auch ganz gelbe Füße. Und sind die heute noch Ähnlich. in Betrieb? Diese nein, aber die ganzen, die du hier siehst, um Zuschauen. So, dann freue ich mich jetzt auch endlich die Stadt zu sehen. Ja, gerne. Aber vorher schauen wir uns noch ein bisschen die europäische Kulturhauptstadt an. Von Prima 2020. Idee. Sehr gut. Dafür bleiben wir noch am Hafen. Was steht da dran? Exportrevo. Oh, Kroatisch ist so schwer. Sag's nochmal. Exportrevo? Exportrevo. Ja. Was ist das? Ehemalige Holzlager hier. Ah. Ja. Schau mal, da sind wir verabredet. Morana. Hi. Hi. I'm Simi, nice to meet you. Hi. Willkommen in Rijeka. Das wurde also alles für die Kulturhauptstadt für das Jahr umgebaut. So this was renewed and rebuilt for the Echo. Das Gebäude ist von 1961 und war eine Lagerhalle zum Trocknen von Holz. Umgebaut wurde es für 2020, um es für verschiedene öffentliche Projekte im Kulturhauptstadtjahr zu nutzen. Auch danach, 2021-22, finden hier noch Kunst- und Kulturveranstaltungen statt. Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen. Ja, das ist ja super. Das alles kam durch das Kulturhauptstadtjahr und bleibt auch. Perfekt eigentlich. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie es drinnen aussieht. Können wir reingucken? Shall we go inside? Of course. Natürlich.
Wow, was ist das für ein imposantes Gebäude? What an impressive building is this? Du kannst die alte Konstruktion der Kräne sehen, die das Holz in das Gebäude transportiert haben. Es ist ein ganzes System von Kränen, um das Holz im Raum bewegen zu können. Heute ist die Halle ein interessanter Ort für Kultur oder andere Veranstaltungen. It's perfect for that. Sehr groß, sehr hoch. Man kann drinnen nochmal Räume einbauen. Und dann hat man genügend Platz, um zum Beispiel Ideen für Ausstellungen zu verwirklichen. Und was für Ausstellungen laufen hier jetzt gerade? What kind of exhibitions do you have here right now? Im Moment haben wir nur eine. Sie ist dem kleinen Prinz gewidmet. Sie heißt Der kleine Prinz, die Reise. Und sie ist die einzige Ausstellung im Moment. Okay, die schauen wir uns mal an. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Thank you for your time and we're going inside, right? Danke fürs Kommen. Bye, bye. Der kleine Prinz, der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry, mal interaktiv. So sollen auch alle nächsten Ausstellungen sein. Der kleine Prinz ist übrigens mein Lieblingsbuch. Ja. Und selbst auf Kroatisch klingt das schön. Toll. Man nennt sie von wegen nicht schick hier. Guck dir das mal an. Ja, ist ja toll. Ist alles entstanden in der K&K-Zeit. K&K, warte, das weiß ich noch, königlich und kaiserlich. So ist es, Kenn ich aus Österreich. Perfekt. Und da entstand in der ganzen Zeit diese wunderschönen Gebäude. Vorher war hier alles nur Wasser. Aha. Bis hin zum Korso war alles Meer. Erst in der Zeit wurde alles erbaut hier. Schön. Genau. Und eins haben wir noch gemeinsam mit den Österreichern. Aha. Und zwar, wir trinken sehr, sehr gerne Kaffee. So Hast ein du Lust? Zufall. Ich trinke auch so gerne Na, Kaffee. dann gehen wir jetzt ein trinken. Ist ja auch schon Zeit, ehrlich gesagt. Ja. Vielen Dank. Wie sagt man Dank auf Kroatisch? Koala. Koala. Weißt du, dass wir eigentlich hier wirklich fast jeden Tag ins Café gehen und einen Kaffee trinken? Wir nehmen uns die Zeit, wir gehen hierher, wir treffen uns mit Freunden hier oder alleine, wir lesen ein Buch oder geschäftlich. Geschäftlich wird auch viel gemacht hier Ja. und dann immer ein Kaffee dabei. Ich finde es hier super schön, das mit dem Wasser und diesen tollen Gebäuden im Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, wenn ich hier leben würde, wäre das mein Lieblingsplatz. Ja, auch. Ja. Aber wir haben nicht nur den Hafen, sondern noch andere schöne Plätze und da würde ich dir gerne noch so einen davon zeigen. Gern. Schön, das hier? Jedenfalls ist es eine ganz schöne Überraschung. Nancy, wo hast du mich denn jetzt hier hingebracht? Hier ist ja alles total verfallen. Ja, aber das ist gerade das Schöne daran. Ja, stimmt. Ja, das Künstlerische hier, dass sich hier alle Leute, die möchten, sich ja, verewigen können. Das haben viele gemacht. ja, das Schön. stimmt wohl. Also das ist gerade das, was so ansprechend ist, dieser Lost Place jetzt. Das war hier einst die Papierfabrik und die ist leider in den letzten Jahren sehr verfallen und ein Lost Place geworden, aber gerade das ist das Schöne für die künstlerische Stadt Rijeka, für den Freigeist. Kann ich verstehen, dass das einer deiner Lieblingsplätze ist. Also Ja. das heißt, hier liegt jetzt im Moment alles brach. Hier ist alles brach, hier ist alles leer. Und hier konnte man sich so gerade auch in der europäischen Kulturhauptstadt in der Zeit 2020 verewigen. Da dürfen wir nicht rein, ne? Nein. Du kannst schon von innen, wie groß die Halle ist. Ja. Und die ist natürlich verlassen, ne? Hier passiert nichts mehr.
Worüber wir noch gar nicht genau gesprochen haben, du bist ja Stadtführerin. Ja. Vor allem dein Steckenpferd sind ja hier diese Graffiti-Touren und Lost Places. Warum? Ja. Ich liebe das. Ich liebe diese Orte mit den Graffitis. Ich liebe diese Lost Places, wo man neue Dinge immer wieder entdecken kann. Ja? Es ist auch so eine Art Freiheit mit dieser Bildkunst an der Wand. Zum Beispiel da ein Kätzchen? So ist es. Also das ist immer irgendwas Kleines Neues zu entdecken. Ne? Also man muss nur die Augen öffnen und sieht immer irgendwas Schönes Neues. Ja, ich erkenne da vorne schon was. Da lacht uns eine Frau an. Ja. Das ist wunderschön, da hast du diese Frau und dann, wie gesagt, auch die Natur im Hintergrund mit dem Efeu, ne? Ja. Als Haar. Also das ist immer... Davon mache ich gleich mal ein Foto. Das mach mal. Toll. Wie das auch eingebunden ist, das gefällt mir richtig gut. So ist es. Schau mal hier rein. Da hast du auch noch so ein Lost Place. Wow, das ist ja riesengroß. Früher waren Cool. ja immer Partys am Wochenende drin. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt im Moment nicht Oh mehr. Mann, Nancy, Kommst du zu spät. alles verpasst. Die Papierfabrik Hatera wurde ans Ufer der Riječina gebaut. Das ist der Fluss hier. Den Zerfall Jugoslawiens hat sie nicht überlebt. Das Arbeiterviertel ist aber noch bewohnt. Kroatische Künstler haben das zu einem Ort voller Street Art gemacht. Auf Einladung der Stadt Rijeka zum Kulturhauptstadtjahr 2020. Nur ein paar Minuten und wir sind wieder zurück in der Innenstadt. Ich glaube, die Fußgängerzone ist nicht mehr fern. Nein, und zwar gleich hinter uns. Das ist die sogenannte Corso. Corso? Ja, Flaniermeile, genau. Da ist immer Trubel, immer was los. Das ist quasi das Herzstück von Rijeka. Schau mal, das Posierende fängt an. Ja. Schick hier. Ja. Passiert alles draußen bei uns. Niemand sitzt drin, auch bei Regen nicht. Ja. Und das ist so das Schöne an Rijeka. Ja. Und ich glaube, hier kann man noch ganz exzellent einkaufen. Oh, für die Frauen geht ein Herz auf hier. Und die Männer können auch gerne im Café warten. Oh, das ist ja ein süßer Laden. Schau mal, die Rucksäcke. Also sind alles Recyclingmaterialien, die wieder verwendet werden. Ah, ja? die finde ich ja toll. Genau. Das heißt, das wird auch alles hier hergestellt? Ja, alles hier von Hand, alles aufgestempelt und auch alles genäht, hier in Rijeka. Da, heißt wie der Laden. Genau. Das heißt sowas wie, ach echt, wirklich? Das ist so ein Ausspruch hier aus Rijeka. Ach echt? Wirklich? Wichtig noch für Rijeka ist unser Uhrturm dort oben mit dem alten Stadttor. Ja. Du musst dir vorstellen, dass hier das Wasser, das Meer bis hierher ging und die Schiffe anlegen konnten und dort in die alte Stadt Rijeka rein konnten. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Ne? Nein. Auch auf der anderen Seite des Uhrturms spielt sich das Leben draußen ab. Hinter jeder Ecke öffnet sich ein neuer Innenhof mit Kneipen und Cafés. Danke dir, Nancy, dass du dir Zeit genommen hast. Aber ich weiß ja, du hast noch einen Job. Ja, gerne. Also streife ich jetzt noch mal ein bisschen ohne dich durch die Stadt. Dann bis später. Danke Viel dir. Spaß. Ciao, ciao.
Das Schöne an Rijeka ist, dass es ganz viele verschiedene Stadtstrände gibt. Und ich habe mir diese kleine, niedliche Bucht rausgesucht mit dem Namen Zapličevo. Und wie man sieht, gefällt es nicht nur mir hier. Was ich bei meinem allerersten Kroatienurlaub vor vielen, vielen Jahren gelernt habe, man braucht diese Teile, wenn man am Strand ist. Denn es gibt hier keine Sandstrände, sondern Kiesstrände. Rijeka ist für Urlauber nicht mehr nur Durchgangsstation auf dem Weg zu den Inseln der Kvarner Bucht. Am Hafen legen inzwischen auch Kreuzfahrtschiffe an. In Rijeka gehört Fisch sozusagen zum Grundnahrungsmittel. Klar, liegt ja auch an der Küste, das ist in vielen Orten Kroatiens so. Und den frischen Fisch kann man hier in der Markthalle kaufen. Jeden Tag gibt es hier frischen Fisch. Ich möchte ein bisschen mehr darüber erfahren, über Fischerei und den Fisch hier. Und deswegen bin ich mit Lili unterwegs, denn Lili ist die Tochter von einem Fischer und kennt sich deswegen besonders gut aus. Lili, das hier ist ja jetzt alles richtig fangfrisch, also von heute Nacht. Genau, von heute Nacht, auch gestern Nacht. In der Adria haben wir sogar 400 Sorten von Fischen. Hast du das gewusst? Nein. Ja. Ich gucke hier die ganze Zeit auf die Fische, aber wenn ich mal hier nach oben schaue, was ist das eigentlich für eine wunderschöne alte Halle? Das ist eigentlich ein Kunstwerk, das die italienische Architekt und Bildhauer 1914 zusammen gebaut haben. Ah, also richtig Jugendstil. Als Fischertochter bist du ja sicherlich auch ein paar Mal mit rausgefahren, oder? Oft. Als Kind oft. Ja. Mein Papa hat immer gefischt und ich habe auch dann Fisch so am Markt verkauft. Auf dem Markt draußen kann man auch gleich noch die Beilagen zum Fisch kaufen. Gemüse und Obst gibt es hier wirklich genug. Ich lade dich gern ein auf unser Schiff, wo Ronny, mein Mann, auf uns wartet. Oh ja, sehr gern. Vielen Dank, darauf freue ich mich. Gerne. Das hier? Ja, genau. Bitte sehr. Hallo. Tornado Blue, so heißt das Fischerboot von Lilis Vater. Sie und Ron haben es umgebaut und schippern damit Urlauber durch die Kvarner Bucht. Mich interessiert vor allem der Hafen. Die Kulturhauptstadt Rijeka hatte 2020 das Motto Hafen der Vielfalt. Wasser, Arbeit, Migration. Lili, was ist das denn für ein Gerippe da vorne? Haha, das ist die Testrampe, Abschussrampe von der ersten Torpedofabrik der Welt. Torpedo? Torpedo als Waffe, 1868. Die Torpedofabrik gibt es nicht mehr. Aber da hinten sehen wir noch eine Werft, die arbeitet noch. Also das ist noch die einzige Fabrik, die in Rijeka richtig läuft. Früher in Sozialismuszeit in Jugoslawien war diese Werft sehr, sehr wichtig. Da gab es 9000 Mitarbeiter und es wurden 9 Schiffe pro Jahr gebaut. Jetzt gibt es nunmehr 1, 2 Schiffe, die gebaut werden. Rijeka war ja früher eine richtige Industriehauptstadt. Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Also es hat sich viel verändert in Rijeka. Jetzt kann man nicht mehr Rijeka als Industriestadt wirklich wahrnehmen. Und es ist eigentlich, wie ich sehe, auch schade. Aber seitdem die Stadt so groß geworden ist, kann man die Industriemitte der Stadt nicht mehr so haben, wie es man in der Monarchiezeit hatte. Wie könnte man sich das früher hier vorstellen? Viele Schiffe, also hier sind Tankers mit rohem Öl gekommen und ausgeladen und viele Leute haben hier gearbeitet und es war ein Wirbel, wirklich ein Wirbel. Seid ihr traurig darüber, dass die Industrie so einen Niedergang erlebt hat? Also wir sind schon traurig, weil das ist viel weniger Umsatz und viel weniger Geld für alle, die hier arbeiten und die müssen jetzt woanders die Arbeit suchen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen
ein bisschen so Perspektive in Rijeka mit einem Investor, der aus Deutschland kommt. Das ist die Firma Lürsen aus Bremen und die wollen hier in Rijeka vieles machen. Die haben viele Pläne und wir hoffen, dass dann irgendwie Rijeka wieder Arbeit hat und wieder Arbeit anbietet zu den Einwohnern hier. Nach den Planungen von Lürsen und der Stadt wird hier bald schon ein moderner Yachthafen gebaut. Und es soll eine innovative Schiffbauindustrie entstehen. Strukturwandel gibt es aber jetzt schon. Der Benčić-Komplex war früher ein Industriegelände für die Herstellung von Zucker, Tabak und Maschinen. Zum Kulturhauptstadtjahr wurden die Gebäude zu Museen umgebaut. Der Zuckerpalast ist jetzt Stadtmuseum. Lilly, du hast mir ja auf dem Boot schon ganz viel aus der Geschichte von Rijeka und der Blütezeit der Stadt erzählt. Hier kann man jetzt noch mal in die Tiefe gehen. Genau, und hier kann man wirklich in diesem prachtvollen Palast eigentlich genau sehen, welche alle Fabriken in Rijeka seit 1719 gab. Und da kann man sich die Bilder anschauen, da kann man sich Filme anschauen, da kann man sich Skulpturen anschauen. Es ist alles wirklich sehr, sehr schön beschriftet und modern. Das goldene Industriezeitalter von Rijeka in einem Barockpalast, ich finde, das passt richtig gut. Ach, guck mal, da sehen wir jetzt die Torpedos. Ja, wir haben die Abschussrampe gesehen und hier sieht man den passenden. Ein echtes Torpedo. Ja. Ich weiß ja jetzt schon, Rijeka hatte einen riesigen Hafen, da sind viele Leute hergekommen, aber dieser Raum zeigt jetzt, es sind ja auch viele gegangen. Ja, es gab viele Auswanderer, die durch Rijeka nach Amerika ausgewandert sind. Sind das Zuckerhüte? Die kenne ich nur in so. Ja, das ist Endprodukt dieser Zuckerfabrik. Meine nächste Station ist der Hügel Trsat mit seiner Burg. Hi, ich komme zu dir hoch. Das ist übrigens Manuela, sie ist Deutsch-Kroatin und sie kennt sich hier in dem Viertel auf dem Hügel Trsat besonders gut aus und wird mir jetzt einiges zeigen. Manuela, da hast du ja einen super Treffpunkt ausgesucht für uns. Das ist so der schönste Ausblick, den Rijeka zu bieten hat. Man sieht alles, die ganze Stadt, wie du siehst, alles wie auf der Hand ausgebreitet. Man sieht die Inseln. Man sieht die ganze Kvarner Bucht und man sieht vor allen Dingen das super Rijekaner Wetter. Ja, da hinten, ich wollte es gerade schon sagen, da regnet es schon. Ganz super genial und ich weiß nicht, Rijeka wird von den Einheimischen auch das London von Kroatien bezeichnet, weil es hier immer ziemlich viel regnet. Die Leute kommen ja nicht nur hier rauf wegen der wunderbaren Aussicht, sondern auch um diese ganze wunderbare Burganlage. Guck mal, können wir da oben rauf auf die Zinnen? Genau, da ist noch eine Aussichtsplattform. Ja. Das wird übrigens der römische Turm genannt, weil angeblich hier die alten Römer schon ihre Festung gebaut hatten. Super, dann rauf da. Hier soll es zur Maria-Himmelfahrt am 15. August immer voller Pilger sein. Ihr Ziel? Die Basilika unserer lieben Frau von Trsat. Manuela, also das ist dann das berühmte Marienbildnis, von dem ich schon gehört habe. Das berühmte Marienbildnis hier in der Wallfahrtskirche auf Trsat. Interessant ist vielleicht zu erwähnen, dass man nicht genau weiß, wer dieses Bild gemalt hat. Angeblich im 14. Jahrhundert wurde das Geburtshaus von Maria von Engelein aus Nazareth hier nach Trsat gebracht. Hier hat es dann
2 Jahre gestanden und dann haben die Engländer beschlossen, es wieder zurückzubringen nach Loreto in Italien, wo es dann angeblich heute noch steht. Schöne Geschichte. So ist es dann zum Wallfahrtsort geworden und daraufhin wurde dann auch die Kirche erbaut. Und seitdem pilgern die Leute hierher, um sich eben dieses Marienbildnis anzuschauen. Schön ist es auf jeden Fall, das finde ich auch. Schön ist es auf jeden Fall. Wir sind also in einer typischen Konoba. Konoba, was genau ist Konoba das? nennt sich das. Das sind Gaststätten urigen Typs. Da kriegt man also so Traditionsessen. Kann auch Fisch essen, aber meistens sind Konobas eher für Fleischiges. Das hier ist ja richtig urig. Also es sieht aus wie eine alte Scheune. Selbst an der Decke hängt noch das ganze Zeug, was man so in einem Bauernhof braucht. Ist das typisch für eine Konoba? Das ist typisch. In manchen lassen sich auch Fischernetze finden. Also alles, was mit so alten Handwerken zu tun hat, damit wird das dann dekoriert. Und verrat mir doch mal, wie ist es denn, wenn man hier lebt? Also ich bin ja jetzt erst seit kurzer Zeit da. Es ist nicht so, wie es im Sommer immer ist, mit den vielen Touristen und so weiter, aber ich finde es sogar im Winter schöner. Warum? Da sind weniger Leute und es ist trotzdem Leben. Also vor allen Dingen auf dem Corso und so, da kann man auch im Winter sein Käffchen draußen an den Terrassen trinken. Ich liebe es im Winter am Strand spazieren zu gehen, wenn schöne Sonnentage sind. Aber ich habe gehört, im Winter soll es hier unheimlich windig sein und dadurch kalt. Das kann sein. Man sagt immer, der Winter ist erst vorbei, wenn im März die dritte Bura vorbei ist. Bura? Bura nennt sich das hier, also ein ganz, ganz starker Wind. Der kann wirklich ganz, ganz übel blasen. Neben der Bura haben wir auch noch einen anderen Wind, der nennt sich Yugo. Der bläst aus der anderen Richtung und bringt dann den Regen und die Stürme und so weiter. Also wir haben Wind oder Wind. Das heißt, Rijeka ist die Stadt am Fluss mit den 2 Winden und mit Regen. Aber auch wie Sonnenschein. Wenn man die Stufen hier runter ist, dann freut man sich noch mehr aufs Wasser. Allerdings muss man die auch nachher wieder hoch. Hi, Nancy. Hi! Guck mal, da treffe ich dich an deinem Lieblingsstrand wieder. Genau, Witzig. hier in Pecine bin ich immer sehr, sehr gerne. Hier ist immer viel los und du hast eine Bar hier und der Strand ist einfach schön. Da kann man vor allem richtig schön wie jetzt so gegen Abend sitzen. Genau, wir Einheimischen, wir kommen hier immer so erst ab Nachmittag raus und dann wird es hier ein bisschen voller. Aber magst du, dass ich dir noch einen Lieblingsplatz hier am Strand zeige? Oh, sehr mein gerne. Lieblingsplatz. Sehr, sehr gerne. Ja, dann gehen wir einmal los. Gut, Kannst du mit? Hat es dir denn gefallen bei uns? Ja, sehr. Also wirklich diese Mischung aus dieser Industriestadt noch, sehen wir da vorne noch mit dem Hafen und diesem Kaokaschik und vor allem all das, was von der Kulturhauptstadt der Europäischen übergeblieben ist. Also Kunst an jeder Ecke, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also unser absoluter Geheimtipp für den nächsten Kroatienurlaub. Kommen Sie nach Rijeka, entdecken Sie die Stadt, Sie werden sie lieben. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao. Ciao. Und wir genießen jetzt noch etwas die Abendsonne.